Der Einsatz von elektromechanischen Antriebskomponenten wie unserer Hubgetriebetechnik oder der neuen ZIM-Aktuatoren verbessert die Leistung der Systeme und senkt gleichzeitig die Wartungskosten. Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Nachfrage an elektromechanischen Verstelleinheiten, dass die deutlich gestiegen ist über die letzten Jahre. Das hat durchaus was mit der Industrialisierung und der Automatisierung zu tun. Einsatzgebiete gibt es sehr, sehr viele, aber man kann schon sagen, überall, wo irgendwas gezogen wird, beispielsweise in der Seilbahntechnik, wo wir eine Seilnachspannung haben, im Schleppliftbereich, oder wo irgendwas gedrückt wird, in der Bühnentechnik, klassisches Beispiel eine Autohebebühne, wo irgendwas gehalten wird. Das könnten Paketweichen sein in Paketstationen oder wo irgendwas gedrückt wird. Das ist ein klassisches Beispiel Walzenverstellung, beispielsweise in der Stahlherstellungsindustrie. Das sind durchaus Anwendungsgebiete, wo vom Naturschutzgebiet doch relativ heikel sind. Und wenn man das jetzt vergleicht, unsere elektromechanischen Antriebe, das ist einfach ein gekoppeltes System, das ist ein Plug-and-Play-System. Das heißt, ich habe eine Antriebskomponente oder mehrere, diese über einen Motor bzw. auch mit Verbindung Kegelradgetriebetechnik angesteuert wird. Und wenn jetzt da mal was ausfällt, dann haben wir jetzt da nicht direkte Einflüsse auf die Natur. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze vergleiche mit der Hydraulik, dann haben wir da entsprechende Hydraulikleitungen, ein Hydrauliköl und das sind schon sehr, sehr anfällige Systeme, die wartungsintensiv sind, und wenn wir da mal irgendwo eine Leckage haben oder einen Ölverlust, dann tritt das natürlich direkt in die Umwelt ein, und das sind schon Sachen, wo man sagt, okay, gilt es eher zu vermeiden, und darum sind unsere elektromechanischen Antriebe eine sehr, sehr gute Alternative. Was man schon sagen kann, ist, die Energieeffizienz ist ein großes Thema, und wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze ein wenig runterbrechen, dann kann man durchaus sagen, dass mit dem Einsatz von elektromechanischen Antriebskomponenten, beispielsweise unsere Hubgetriebetechnik oder eben die neue Serie, die ZIM-Aktuatoren, dass da durchwegs die Leistung der unterschiedlichen Systeme gesteigert werden kann und eben auch die Wartungsarbeiten, die Wartungskosten im gleichen Zuge auch reduziert werden können.